Der Meister des Kitefoilens in puncto Tricks und elegantem Stil heißt Fred Hope und der hat natürlich auch sein eigenes Pro-Model und das haben wir für euch jetzt hier im Test. Bei diesem neuen Shape wurde besonders auf den intuitiven Stand Wert gelegt, sprich wir haben eine ganz leichte Konkave und eine ganz leicht ansteigende Deckslinie in der Nose. Neben den schon eben angezeigten Größen haben wir hier das Board in 90 cm im Test gewählt. Und damit hier auch ein möglichst schneller Start direkt aufs Foil erfolgen kann, hat Slingshot sehr geschickt ein Mehr an Volumen in die Nose gepackt und das hat sie über die Breite realisiert und weniger über die Dicke. So gelingt hier auch für den geübten Fahrer, logischerweise bei der Bordlänge, der direkte Foilstart wirklich sehr schnell. Einerseits ist dafür verantwortlich, dass es schnell losgeht, ist, dass wir hier mit 0 Rocker arbeiten im Tail und wir haben halt einen wirklich optimalen Winkel im Nose Rocker, sodass auch nach harten Landungen hier ein schnelles Durchsetzen des Brettes durchs Wasser möglich ist. Für längere Startphasen in Verdrängerfahrt ist das Board aufgrund seiner Länge nicht geeignet. Wir haben dieses Board getestet mit Flügelgrößen zwischen 500 und 1000 Quadratzentimetern und aufgrund der wirklich auch üppigen Länge der Schiene, der Trackschienen, ist hier ein neutraler Trim, egal welches Foil man hier verwendet, ohne weiteres möglich. Und da merkt man auch sofort halt, dass hier die Positionierung und die Form des Decks wirklich optimal gestaltet ist. Man findet sofort hier die perfekte Balance und den perfekten Trim, um eine stabile Roll-, Yaw- und Pitch-Achse zu erzeugen. Normalerweise sind wir jetzt keine so übermäßig großen Freunde von nach hinten oder zum Tail hin geöffneten Trackschienen, weil sie in der Regel halt etwas fummeliger einzufädeln sind. Da hier aber die Größe der Nutensteine und die Gestaltung dessen halt perfekt zu den Trackschienen passt, lassen sich hier die Foils, wenn die Schrauben in der Base montiert sind, ohne weiteres sauber und doch recht leicht einführen. Bleiben wir weiter noch ein bisschen bei der Ausstattung. Da haben wir dieses natürlich Full EVA Deck. Das ist sehr soft ausgeführt und bietet barfuß sowie auch mit unterschiedlichsten Schuhen einen exzellenten Stand. Man hat genau die richtige Festigkeit, um seine Füße schnell verschieben zu können, was halt bei Manövern wichtig ist. Und damit man am Tail hier bei dem kurzen Board nicht abrutscht, gibt es natürlich auch einen deutlich ausgeprägten Kick. Bei der Fußsteuerung, beim Aussteuern des Boards und auch bei jedem Manöver merkt man, dass sich Slingshot hier wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, genau den intuitiven Stand und dieses intuitive Feeling zu bekommen. Das heißt halt,
wie breit ist der Fuß im Durchschnitt, halt wo steht der Fuß, wie weit ist der Abstand zur Zehenkante, wie stark müssen die Bevels geneigt sein, damit ich halt sehr starke seitliche Neigungen erzeugen kann. Alle Punkte sind hier beim Shape zu 100% optimal berücksichtigt und machen das Ganze zu einem wirklich spielerischen Brett. Mit 2,6 Kilo bei 90 cm Länge ist das Fred Hope V2 sicherlich kein Leichtgewicht. Man sollte natürlich hier die Strapless-Sprünge schon sicher beherrschen. Für alle Sprünge, die mit Schlaufen durchgeführt werden, ist das Gewicht des Boards hier nicht ganz so relevant, sondern die geringen Abmaße machen das Ganze auch in der Luft halt sehr angenehm, weil es halt einfach schnell dreht und schnell rotiert. Insgesamt kann man sich hier im Punkto der Haltbarkeit sehr sicher fühlen, da diese Bauweise inklusive der Boarddicke auf jeden Fall eine größtmögliche Haltbarkeit präsentieren wird. Bei der Landung haben wir wieder natürlich das 90 cm. Wenn man jetzt auch einen kleinen Flügel schnell landet halt und ein bisschen durchsackt, dann haben wir nicht viel Volumen, was einen oben hält. Da muss man das Ganze wirklich auch sehr gut können. Auch wenn hier die Nose mit dem optimalen Winkel schnell nach oben zieht. Aber das gesamte Volumen ist natürlich für einen durchschnittlichen 80 Kilo Fahrer schon selbst einfach gering. Wer da mehr Sicherheit haben möchte, ist dann mit 100 bis 110 cm sicherlich nochmal etwas mehr auf der sicheren Seite. Der Spaß des Hopecraft V2 liegt ganz klar in der Beweglichkeit und in dem spielerischen Moment, die durch die 90 cm natürlich extrem begünstigt werden. Ein hohes Fahrkönnen ist hier Voraussetzung für alles, was man dabei an Spaß haben kann. Für 100 cm, 110 oder 120 cm ist das Ganze natürlich insgesamt entschärft, aber von der Gewichtsklasse kann auch 90 cm hier ohne weiteres bis 90 Kilo gut verwendet werden. Für alle, die halt ein hohes Fahrkönnen besitzen und das Ganze nochmal ein bisschen ausbauen wollen, glänzt hier das Hopecraft einfach mit einer hohen Stabilität und mit einer wirklich optimal gestalteten Deckslinie in Kombination mit der Volumenverteilung und Bordbreite, Bordlänge. Das passt alles halt ganz genau zusammen. Man weiß ganz genau sofort, wo man steht. Auch die 2 verschiedenen Positionen bei den Fußschlaufenoptionen reichen aus, um den neutralen Trim mit unterschiedlichsten Flügeln präzise herstellen zu können. Für denjenigen, der mit dem Board in der Welle surfen möchte, würden wir auf jeden Fall auch eher 100 oder 110 cm empfehlen, da man dann irgendwann, wenn man sehr kleine Flügel fährt, halt in größeren Wellen, dann könnte man hier nochmal einen kleinen Tick mehr Druck auf die Nose geben wollen, also sprich mit einem noch etwas breiteren Stance arbeiten wollen. Da wird es dann irgendwann langsam mit den 90 cm knapp. Das gleiche gilt natürlich auch, wer halt auch zwischendurch mal ein bisschen mit der Matte racen möchte. Da ist natürlich ein noch etwas breiterer Stance auch klar die Ansage und die längeren Modelle davon sind dann etwas attraktiver. Um mit einem kompakten Board zu spielen und hier die neuesten oder letzten Tricks erlernen zu wollen, ist das Hopecraft V2 definitiv wirklich sehr gut geeignet.